So, ich werde heute ein bisschen was über Spielprogrammierung erzählen. Und im Hintergrund sieht man ein paar Spiele, die ich gemacht habe. Und so ein schönes englisches Stichwort, das heißt Rapid Game Prototyping. Und das werde ich mal genauer erklären. Und zwar, das ist, wenn man innerhalb von kürzester Zeit ein Spiel erstellt. Also zum Beispiel, man hat 48 Stunden gegeben und ein Thema. Und dann muss man innerhalb dieser 48 Stunden ein Spiel zu diesem Thema erstellen. Warum sollte man das eigentlich machen? Also einmal bringt es klar Erfahrung, man setzt sich mit dem Thema auseinander, man sammelt Erfahrung mit der Programmiersprache, man konzentriert sich auf eine bestimmte Sache und natürlich, wenn das Projekt fertig ist, dann stärkt das eigene Selbstbewusstsein. Und wenn man sich zum Beispiel in der Spielebranche bewerben möchte, dann ist inzwischen eine Voraussetzung geworden, dass man ein fertiges Projekt mitbringt. Und dafür ist es natürlich ganz toll geeignet, sowas selber zu machen. Und wenn man sich ein bisschen in der Independent Games Szene auskennt, dann weiß man, dass viele Prototypen zu richtigen Spielen ausgebaut wurden. Zum Beispiel Braid von Jonathan Blow, World of Goo von Tokiboy, das müsste glaube ich noch den meisten bekannt sein. So, wenn man jetzt anfangen möchte, so ein Spiel zu machen, was sollte man beachten? Also einmal natürlich, Selbstüberschätzung ist ein sehr großer Fehler, weil man hat nur eine sehr kurze Phase zum Programmieren überhaupt. Also wenn man sich ein riesiges Konzept ausdenkt, dann wird es niemals hinhauen. Also man muss sehr klein denken und dann muss man nochmals kleiner denken und dann nochmals kleiner. Also so klein wie möglich denken und dann kann das auch hinhauen. Dann muss man natürlich die Zeit richtig einteilen. Weil meistens ist es so, dass man innerhalb dieser 48 Stunden das Spiel von Grund auf programmieren muss. Also man muss die Grafik machen, man muss Sound machen, man muss die Programmierung machen. Also, und dann muss man noch schauen, dass es einigermaßen läuft am Schluss. Also man muss schon sich irgendwie dann so einen kleinen Zeitplan erstellen. Also zum Beispiel, jetzt mache ich 4 Stunden die Grafik und dann ein bisschen Sound und dann und so weiter. Man hält sich am Schluss eh nicht daran, aber so, dass man so ein grobes Maß hat, wie man das dann macht. Und natürlich ist es wichtig, dass man mit den Sachen entwickelt, was einem vertrautesten sind. Und das Beste ist natürlich, wenn man sich ein eigenes Template macht. Also eine Template-Anwendung mit dem Spiele-Engine oder was man gerne machen möchte. Dann so eine leere Anwendung, also einfach ein schwarzes Fenster zum Beispiel, wo man schon weiß, okay, das läuft. Und das als Startpunkt nehmen. So, jetzt berichte ich mal von meinen Erfahrungen, was ich da programmiert habe. Ich mache seit einigen Jahren so eine kleine Engine und das läuft so ab. In der Hauptdatei ist so ein Game Loop. Die kann ich mal schnell zeigen, wie das so ausschaut. Solange der Benutzer die Anwendung nicht abbricht, soll das immer wieder ausgeführt werden. Und das heißt dann eigentlich, also einmal Render ist dafür, dass die Objekte gezeichnet werden und Update ist dafür, dass alles geupdatet wird. Also zum Beispiel, dass die Spiellogik geupdatet wird, dass die Tastatureingaben und Mauseingaben richtig erkannt werden. Das geht dann bei mir weiter. Also ich habe dann eine eigene Spieleklasse gebaut und da wird dann das Render und das Update aufgerufen, also Render und Update habe ich schon erklärt und Handle Events ist dann noch zum weiteren Aufsplitten von den Tastatur- und Mauseingaben. Und dann haben wir die Game States. Und Game States, das kann alles sein, zum Beispiel das Hauptmenü, das kann ein Level sein und so weiter. Also das sind die einzelnen Bereiche, wo ein neuer Bildschirm gezeichnet werden muss. So, und dann habe ich mir gedacht, dass ich mal zeige, wie ich das jetzt überhaupt angehe, wenn ich so ein Thema bekomme, weil ich mit dem Zug hierher gekommen bin, nämlich als Thema Schienen und Züge, und dann habe ich mich gestern noch dran hingehockt und habe noch ein paar Grafiken dafür gemacht, damit wir nicht ganz komplett bei Null anfangen. So, und was ich bisher gemacht habe, das zeige ich mal schnell. So, da haben wir unseren Intro-Bildschirm. Und wenn wir draufklicken, kommt einfach bisher gar nichts. Also ich habe wieder komplett von nichts angefangen. Und jetzt zeige ich mal schnell noch die Grafiken, die ich jetzt mir gemacht habe.
um zu schauen, mit was wir arbeiten können. Also hier habe ich so eine kleine Figur, Hintergrund, Bildschirme und Schienen, einen Bahnhof und unseren Zug. So, und jetzt fange ich mal dann an, ein bisschen weiter zu programmieren. Und dann gehe ich hier einfach mal in meine Game Screen rein und die Game Screen ist das Spiel an sich selber. Und jetzt sage ich mal hier, ich will ein neues Sprite reinladen. Also Sprite ist aber welches Bild? ja, ist eigentlich ein Bild, was ich rein. Ich wollte es jetzt ein bisschen schöner erklären, aber das ist fast schon. Hast du die Units jetzt alle selbst geschrieben? Ja. Oder? Okay. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel, ja, nenne ich es einfach Schiene. Und dann lade ich das einfach rein. Und das GetRes-Image-Pass, das habe ich mir gemacht, damit er weiß, woher die Bilder kommen, weil ich habe es mir noch ein bisschen weiter aufgesplittet, damit, wenn jemand zum Beispiel das Spiel sieht, soll er ja nicht sofort sehen, in welchem Verzeichnis gleich die Bilder sind, sondern die sind dann ein bisschen weiter versteckt in dem Unterordner. Und das liefert mir diese Funktion hier zurück. Okay, und jetzt können wir dieses Bild hier zeichnen. Und jetzt sehen wir, hier ist unsere kleine Schiene, aber das reicht uns natürlich noch nicht, wir wollen ja ein bisschen mehr. Und können wir noch ein paar mehr Schienen hinzufügen. Es wäre jetzt aber natürlich doof, wenn wir für jede einzelne Schiene eine neue Klasse definieren. Gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass wir das einfach nochmal zeichnen. Okay, hier gebe ich einfach eine neue Position ein. Also ich habe das so gemacht, dass das Spielfeld ist 640 x 480 Pixel groß und die einzelnen Objekte sind 40 x 40 Pixel. So. Also geht das Feld, was ich dann anlegen will, schön auf. Und das Beste ist natürlich, wenn man sich ein schönes zweidimensionales Array macht und dann darauf zeichnet oder das halt zum Abgleiten, auf welcher Position deine Schiene liegt oder ein Zug oder was weiß ich. Aber normalerweise, wenn man in so einem 48-Stunden-Wettbewerb mitmacht, dann hat man eigentlich kaum Zeit für sowas. Und dann ist es eigentlich auch nicht Ziel der Sache, schön zu programmieren, sondern einfach zu programmieren, einfach drauf los zu programmieren. Aber man darf bei solchen Wettbewerben seine Bibliotheken alle mitbringen? Ja. Ich habe nachher auch noch ein paar Links für die, die interessiert sind. Schläft man während der 48 Stunden auch mal? Ja. Das ist zu empfehlen. So, jetzt haben wir eine schöne Linie an Schienen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache so ein kleines Spielchen, weil ich natürlich jetzt nicht hier schaffen, Ja, das geht. wo man den Zug steuert mit der Maus und der dann Personen von einem Bahnhof abholen muss und in den anderen Bahnhof befördern. So, dann tue ich mal gleich den Bahnhof hier rein, oder? Eigentlich hätte ich auch noch Musik machen sollen, aber das war mir dann zu viel Arbeit. Und außerdem wäre es, glaube ich, ein bisschen störend gewesen, wenn jedes Mal, wenn ich das Spiel zum Kompilieren starte oder zum Ausprobieren starte, dass dann plötzlich Musik ertönt.
Ich habe mal geschafft, dass er nicht so schnell schreibt. Da kann ich richtig schnell. Einfache Wordkopie. Auch wenn ich Mac OS X und Windows lasse, das. Plugin. Das war so viel schwer. Okay, jetzt habe ich hier einen Fehler. Ja, das sind die 80 in deinem Array von den Schienen. Stimmt, genau, ja. Ah, genau. Dabei wollte ich was anderes. Okay, jetzt haben wir fast alle Elemente drin. Und jetzt fehlt nur noch der Zug. Ja, den haben wir jetzt. Auch mit deinem altes Level. Auch mit deinem altes Level. Alle anderen, was bei mir sind so einige. Ja. Das ist, meine Mutter würde sagen, Jetzt mache ich hier noch eine Kleinigkeit, und zwar, wenn man auf den Zug klickt, dann sollte er einfach mal runterfahren. Ich habe mir ganz einfache Funktionen definiert, so dass es eigentlich auch immer ersichtlich ist, was ich ungefähr vorhabe in meiner Engine. Und es sollte eigentlich normalerweise auch ohne Kommentare klar sein, was da vorgeht. Na, die Namen sind ja eigentlich auch wirklich so gewählt, dass man es nachvollziehen kann. Ja, Ja, genau. faszinierend. Das ist wunderbar eigentlich. Mit so einem Programm könnten die Jugendlichen eine Programmierung bringen. So, jedes Mal, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann springt der Zug ist jetzt natürlich nicht in der richtigen Richtung. Das kann ich halt auch noch drehen. Das ist echt cool. Versteht alles. Das ist Ja, fast. Der Zug jetzt im Bahnhof war das lag daran, weil der Rotationspunkt bei 0,0 war von dem Zug, und da hat er den einfach so umgedreht. Aber ich kann den Rotationspunkt verschieben, zum Beispiel in die Mitte vom Zug. Ich hoffe, das passt jetzt. Jetzt passt. Genau. gut. Ich kann noch mal schnell zeigen, wie das unter macOS ausschaut. Ui. Was ist denn jetzt nach dem Linken passiert? Ich kompiliere das einmal für PowerPC Macs und einmal für Intel Macs, und dann wird das zusammengeschmissen in eine Anwendung. Cool. So, und das schaut genauso aus. Also es gibt 3 Contests, die mir so auf die Schnelle eingefallen sind, wo man sowas machen kann. Einmal der Ludum Dare Contest, da hat man wirklich dieses innerhalb von 48 Stunden ein Spiel zu machen, weil man darf halt seine Game Engine oder was weiß ich, was man halt am liebsten mag, dann dafür mitnehmen, aber sonst Grafik, Sound, muss alles von Grund auf gemacht werden. Und es findet 3-mal im Jahr statt, also einmal im April, einmal im August und einmal im Dezember. Dann gibt es den Experimental Gameplay Contest, das ist das, wo ich vorhin Cannonball erwähnt habe, das wurde da gemacht. Das ist innerhalb von 7 Tagen wieder zu einem bestimmten Thema ein Spiel zu machen, und das ist monatlich. Und die Global Game Jam ist so ähnlich, allerdings im echten Leben. Die findet jeden Januar statt. Und da hat man auch 48 Stunden Zeit, allerdings man macht sich zusammen mit reellen Leuten und macht dann zusammen ein Spiel. So, und das war es eigentlich auch schon.